Hey Leute, ihr schaut Ikuma Games und in diesem Video stelle ich euch das BoboVR P4U vor, das neue Headstrap für die Pico 4 Ultra von BoboVR. Im Prinzip ist es genau das gleiche wie das P4S, was ich in einem anderen Video schon vorgestellt habe, nur dieses Mal haben wir den neuen B100 Akku mit 10.000 mAh Akkukapazität und ja, ich bin großer Fan von BoboVR, das sind super Produkte und ja, man muss natürlich Bock haben auf dieses Hot Swappable. Ich habe hier die Pico 4 Ultra bereits mit dem P4S heißt das. Ihr seht hier vielleicht schon den Unterschied. Hier haben wir dieses graue Backpolster und bei dem neuen hier ist es schwarz. Das finde ich vom Design her auch nicht schlecht, denn ja, die meisten Leute, nehme ich mal an, würden hier das Headstrap sowieso tauschen, weil das für die meisten Leute, so ist meine Erfahrung, nicht bequem ist. Und wie ihr sehen könnt, ist das schwarz und das Grau hier beißt sich so ein bisschen. Also haben wir hier mit dem Schwarz eine deutlich homogenere Farboptik und ich bin schon sehr gespannt. Zusätzlich habe ich ja immer das Studio vom Creative, das finde ich einfach bequem. Und ja, das ist eben der alte Akku, 5000 mAh, keine Schnellladefunktion und mit dem neuen ist das durchaus besser für gerade die Pico 4 Ultra, die eben auch schnell laden kann und mehr Power hat und durchaus mehr Strom benötigen könnte. So, wir schauen uns das schnell an. Klassisches Design, so eben wie das Produkt vorher. Schaut euch das gerne an, wo ich die Pico, die P4S von BoVR vorgestellt habe. Hier kommt mir auch schon der Akku entgegen an der Seite. Das ist der B100 Akku. Da sind zwei Zellen je 5000 mAh. Und genau, B100 heißt der. Und das ist der B2, glaube ich, war der alte Name. Von der Größe her recht ähnlich und doch so viel mehr Power. Ist auch deutlich schwerer als der hier. Sorgt natürlich auch für ein bisschen Balance, wobei die Pico 4 Ultra nicht so viel Gegengewicht benötigt. Aber ja, nach längeren Tests muss ich sagen, ist es okay. Also es funktioniert gut. Der Akku ist so gut platziert, dass der nicht groß auf die das Gesamtgewichtgefühl, nenne ich es mal, sich auswirkt. So, dann haben wir noch ja, ein Kabel, ist ja klar. Und also ein Kabel zum Aufladen des Akkus. Und das Topstrap hier benutze ich gar nicht so oft, denn ich mag eigentlich das normale. Aber ich denke mal, um das Grau hier loszuwerden, dann diese ganze Grauoptik finde ich sowieso nicht so schick. Hier würde ich wahrscheinlich das hier benutzen wollen. Alternativ von Bovia kennt man es oft, gibt es hier noch so ein Gummi-Honeycomb-Muster, was ja gerade für Menschen mit glatten Haaren oder mit einer Glatze sinnvoll sein kann, damit es eben nicht wegrutscht. Manchmal finde ich das praktisch. Ich finde es insgesamt nicht so angenehm, wenn das wirklich so rutschfest am Kopf ist. Und ich finde das Polster hier auch ganz gut. Es ist dünn, aber es reicht total aus, weil eben dieser Bereich hier hinten auch weich ist und das zusätzlich fühlt sich sehr bequem an. Ja, selbst das Ding hier an der Seite ist schwarz. Hier sehen wir den alten. Also auf jeden Fall eine Designänderung, was die Farbe angeht. Ansonsten gehe ich davon aus, wird hier alles identisch aussehen. Das Ganze wird hinten angeklipst. Wichtig zu erwähnen ist, dieses Ding wird nicht an die Pico 4 passen. Das Problem hatten wir schon bei der P4S, dass das alte BoboVR ist ja im Prinzip nichts anderes gewesen, als dass sie hier die Anschlussmöglichkeit verändert haben. Ansonsten gab es das gleiche Produkt hier schon für die Pico 4. Deswegen kam es ja auch so schnell mit dem Pico 4 Ultra Release, weil die mussten im Prinzip nicht viel ändern. Und wir haben uns eben alle diese B100-Version gewünscht und die gibt es jetzt für die Pico 4 Ultra, aber nicht für die Pico 4. Das ist wichtig zu wissen. Also tut mir leid, liebe Pico-Nutzer, ihr müsst den alten hier weiterhin benutzen. So, und ich löse das Ganze mal hier, damit ich an das Headstrap hier hinten dran komme. Wie immer kann ich ja nebenbei erwähnen, welches Zubehör ich so benutze. Das AMVR Face Gasket ist alt schon,
aber immer noch das Beste, wenn es um die Pico 4 Ultra geht. Und AMVR, nicht AMVR, VR-Optica Linsen für die, ja, ganz schmierig, finde ich immer noch am besten, gerade für die Pico 4 Ultra, schön flach und eben magnetisch. Und die beste Kombination hierbei ist dann eben das Pico 4 U, P4U von Bobo VR. Löst sich relativ einfach. Zack. Fast schon zu einfach. Aber gut. So, jetzt können wir das Ganze entfernen. So, und so sieht die Pico 4 aus, wenn sie komplett nackig ist. Relativ klein eigentlich, ne? Auch der Akku hier. So, wir gucken mal hier. Links zu links, rechts zu rechts. Da muss man das hier einmal dran befestigen. Macht einmal Klick, dann habt ihr es. Hält dann auch ganz gut. Ich kriege das jetzt nicht so weiter, ohne weiteres ab. Und dann geht das hier auch easy rein. Ja, ich sehe schon hier, hält er nicht mehr so gut bei mir. Ich weiß gar nicht warum. Ist da etwas schon was abgebrochen? Ich hoffe nicht. Sieht aber eigentlich nicht so aus. Ja, das gefällt mir nicht so. Also es geht nicht komplett ab. In der Mitte ist es fest, aber man sieht schon, das lässt sich hier lösen. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Also wenn ihr es tragt, wird es nicht abgehen, weil ihr habt ja hier Druck drauf. Und wenn ich das so halte, geht es auch nicht ab. Ja, müsst ihr für euch entscheiden, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass man das so leicht wieder abmachen kann. Kleiner Vergleich, so nebeneinander. Sieht auf jeden Fall sehr ähnlich aus. Also die haben sich nicht viel verändert. Interessant ist, hier ist ein Knopf an der Seite. Das gab es vorher nicht. Was den Akku, glaube ich, aktiviert oder deaktiviert. Das hatten wir hier gar nicht. Also hier ist nichts zum Aktivieren oder Deaktivieren. Macht auch Piep, wenn ich hier drauf drücke. Also es kann sein, dass der Akku sich aktivieren lässt und vielleicht auch deaktivieren lässt, wenn man ihn nicht benötigen möchte. Ich lasse das mal so dran. Also ich mache jetzt nicht mein Überpolster drüber. Aber wo ist denn das? Den mache ich hier schon dran. Dann muss das Polster drauf, sonst geht es wieder runter. So. Ja, und hier hinten ist gar nicht groß was festzumachen. Hier ist der Schlitz. Polster muss weg. Und dann fädelt man das hier durch. So, macht das fest. Und dann kommt das Polster wieder dran. Und hier vorne können wir das dann verstellen. Und das ist dann die neue Optik von der Pico 4 Ultra. Und das ist eben das, was ich meinte. Es ist jetzt natürlich trotzdem relativ gräulich. Ich habe mir das jetzt dunkler vorgestellt im Vergleich. Also es hebt sich doch schon ab, aber es ist eben nicht hellgrau wie das hier. Das fand ich optisch, wie gesagt, schon nicht so nice. Immerhin ist das Polster schwarz. Aber ja, irgendwie passt das dann doch nicht hundertprozentig so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber gut sieht's aus. Bequem ist es, das kann ich euch ja schon sagen. Das habe ich ja schon mal vorher benutzt hier. Und es ist, wie gesagt, das gleiche Design, das gleiche Material. Nur die Farbe hat sich geändert und der Bobo VR B100 Akku ist jetzt hiermit verbaut. Ich werde das Ding jetzt eine Weile testen und euch dann ein Fazit geben. Natürlich weiß ich schon, wie es von der Bequemlichkeit her ist, aber es macht eben Sinn zu gucken, wie die Pico 4 Ultra hier mit dem Akku arbeitet, ob da irgendetwas auffällig ist. Ist es irgendwie laut, fiebt das Ganze. Das hatten wir zum Teil mit dem alten Akku bei der Quest 3. Das Ganze werde ich testen und dann kommen wir zu einem Fazit. Ja, es gibt da eigentlich gar nicht so viel mehr hinzuzufügen. Das BoVR P4U ist die perfekte Ergänzung für die Pico 4 Ultra. Leider gibt es das Ganze nicht für die Pico 4. Wäre eigentlich super gewesen, denn viele Leute nutzen weiterhin die Pico 4 und einfach ein bisschen mehr Akkukapazität. Ja, da würden die wahrscheinlich auch nicht Nein zu sagen. Aber ja, meine Bedenken hier mit dem
Ja, mit dem leicht lösbaren Backstrap hier konnte ich jetzt nicht abmildern. Es löst sich einfach relativ locker bei mir, aber wenn ich das Ganze auf habe, macht das gar keinen Unterschied. Insgesamt ist es super weich. Also ihr seht, ich kann es hier tragen und so, da geht nichts kaputt. Und wenn ich das an meinen Kopf heranpresse, dann geht hinten natürlich sowieso nichts ab. Also von daher ist es kein Problem. Kann natürlich sein, weil ich eben oft Headstraps teste, dass sich das Ganze hier hinten, diese ganzen Nupsis hier ausgeleiert haben. Ja, da kann natürlich auch meine Schuld sein. Müsst ihr also einfach testen. Der Akku hält, was es verspricht, hält lange durch. Ungefähr doppelt so viel Akkukapazität könnt ihr erwarten, also auch von der Länge her. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist es eigentlich genau das gleiche wie das P4S, was es vorher gab, beziehungsweise das P4, glaube ich, hieß es, für die Pico 4 noch. Und ja, wie gesagt, achtet darauf, kompatibel mit der Pico 4 ist das Ganze nicht. Nur für die Pico 4 Ultra kostet derzeit, ich sehe es hier gerade, 79,99 bei BoboVR, oder wenn ihr es bei Amazon kauft, gibt es einen Rabattgutschein, da kostet das Ganze 71,99. Wenn ihr es über meine Affiliate-Links kaufen würdet, würdet ihr meinen Kanal mit unterstützen, habt selber dadurch keine Nachteile. Und ja, für mich ist es, wie gesagt, ein Must-Have. Ich finde das Stockstrap hinten relativ unbequem, aber ich finde die Pico 4 insgesamt eigentlich relativ bequem. Aber das toppt das Ganze obendrein. Dazu noch hier das AMVR Face Gasket, super Sehstärke-Linse, wenn man Brillenträger ist. Und dann ist das ein super bequemes Headset. Ich hoffe, ich konnte euch bei der Kaufentscheidung weiterhelfen. Wenn dem so war, lasst gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal für mehr Videos rund um Virtual Reality, Gadgets und anderen Krams. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.